Herzlich willkommen! Heute im Test ein Fahrzeug, auf das wir sehr lange gewartet haben und nun endlich haben. Der neue VW Passat. Und hierbei handelt es sich nicht nur um ein Facelift des Passat B8, sondern tatsächlich um ein komplett neues Fahrzeug, der B9, und es gibt auch einige Neuigkeiten. Unter anderem wurde der CW-Wert auf 0,25 verbessert. Der VW Passat wird jetzt auch nicht mehr in Emden gebaut, sondern in Bratislava, und damit wurde die Entwicklung auch zu Skoda rübergeschoben. Ich vermute mal, dass deshalb vielleicht auch die etwas größeren Raum- und Längenverhältnisse dem Fahrzeug zugute gekommen sind. Man denke an den Skoda Superb, und das bedeutet bei diesem Fahrzeug konkret ca. 14 cm mehr Platz in der Länge. Es gibt nun auch ein verbessertes oder optimiertes Navigationssystem. Das System ist ein bisschen farbiger und moderner geworden. Das stimmt soweit. Schneller, ja, an einigen Stellen ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt sagen werdet, oh, ist das aber schnell. Nein. Das fand ich jetzt nicht. Insbesondere beim Design fällt auf, dass das Auto tatsächlich sehr vom Vorgänger abweicht. Ich persönlich mochte die gerade Linienführung des VW B8 gerne. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass im Laufe der Zeit das so ein bisschen altbackener wird. Und hier haben wir tatsächlich was komplett Neues. Ich denke, das hier vorne wird auch so ein bisschen was mit der Windschlüpfrigkeit zu tun haben. Und auch hier im Heckbereich sieht man, dass sich die Linie schon verändert hat. Zu diesem ganz geraden haben wir jetzt hier eine kleine Ecke, ein bisschen hochgezogen. Hier einen anderen Spoiler, damit der Windschlüpfrigkeitswert besser wird. Und auch hier ist er so ein bisschen, ja, ich möchte fast sagen, barockartig. Das ist natürlich, ja, wie soll ich sagen? Also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was ist denn das für ein Auto? Wobei ich war ja so ein bisschen vorbereitet, dass ein neuer Passat kommt, aber ich war schon überrascht. Steht jetzt hier natürlich auch dran, dann erkennt man es natürlich, aber das hier hinten ist natürlich alles irgendwie komplett überarbeitet. Am ehesten erkennt man den Passat wieder, wenn man mit ihm fährt, weil gewisse Routinen und Assistenzsysteme, die kommen hier durchaus wieder zum Vorschein. Solltet ihr euch wundern, dass die Spiegel immer an und ausgehen, also ausgeklappt und angeklappt werden. Das liegt daran, weil ich den Schlüssel bei mir habe und man jetzt einstellen kann, dass der sich bei Annäherung automatisch öffnet und wieder verschließt, wenn man weggeht, und das tut er sehr konsequent. So gesehen habt ihr dann auch gleich ein bisschen Input als Hintergrund. Ich kann ja gleich noch mal erzählen, also es gibt den Passat jetzt in den Ausstattungslinien Passat, Business, Elegance und Airline. Das hier ist eine Elegance-Ausstattung, und das bedeutet, er hat eine relativ umfangreiche Ausstattung. Der Basis-Passat hat aber auch schon das große, in Klammern 12,9 Zoll sind das, glaube ich, Display und Navigation. Aber hier gibt es jetzt auch noch Massage, und auch neu, endlich nicht nur auf dem Fahrersitz, sondern auch für die Beifahrerseite. Leider mussten wir aber auch feststellen, dass auf der Beifahrerseite die Massage anders verläuft. Es scheint so, als ob im Bereich der Lendenwirbelstütze auf der linken Seite die zwei Massagepunkte unten links nicht arbeiten. Auf dem Fahrersitz tun sie es. Das können wir jetzt natürlich schlecht bei so einem Testwagen überprüfen lassen, aber falls ihr mal einen kauft, solltet ihr vielleicht darauf achten, dass das alles gleichmäßig läuft. In der Massageübersicht, also in dieser Animation, die es dazu gibt, da kann man sehen, dass das funktionieren sollte. In den jeweiligen Ausstattungsvarianten gibt es nicht nur unterschiedliche Ausstattungsoptionen, also Serienausstattung dann, sondern auch ein etwas breiteres Motorenprogramm, wenn man höher kommt. Der Business hat, glaube ich, 4 Motoren im Angebot. Das hier ist zum Beispiel der 2 Liter TDI Motor mit 110 kW und 150 PS.
Als 2 Liter TDI-Motor hat er 110 kW, 150 PS. Wenn ihr ihn als 4Motion nehmt, dann hat er nochmal mehr PS und Allradantrieb. Also 4Motion heißt bei VW Allradantrieb. Und dann leistet er auch 400 Newtonmeter. Dieser leistet 360 Newtonmeter mit jeweils die beiden Diesel mit einem 7-Gang DSG, also Direktschaltgetriebe. Und bemerkenswert, es gibt auch einen Mildhybrid und einen normalen Hybrid. Also Mildhybrid sind ja die mit dem kleinen Elektromotor, die so ein bisschen beisteuern. Und Hybrid sind dann die, wo man wirklich den Stecker reinstecken muss und aufladen. Dafür können die aber auch selbstständig ohne Verbrenner einige Kilometer fahren. Diese Fahrzeuge haben allerdings einen 6-Gang DSG. Eine Sache, die man zwischen 2,0 TDI und E-Hybrid feststellen muss, ist der enorme Preisunterschied. Also ein Hybrid ist deutlich teurer und für diesen Aufpreis, also wirtschaftlich betrachtet, nicht jetzt diese Umweltaspekte, sondern rein wirtschaftlich betrachtet für 10.000 Euro, kann ich mit so einem Diesel auch ganz schön häufig tanken. Dann werfen wir mal einen Blick auf den Motor. Zum Öffnen der Haube schauen wir hier beim Fahrersitz im Fußraum. Da gibt es einen Hebel, da ziehen wir einmal dran. Dann ist die Haube entriegelt. Rechts vom VW-Zeichen die Hand rein. Da haben wir so einen Hebel, den schieben wir nach links und können die Haube anheben. Wir haben jetzt auch keinen Ständer mehr, den man aufrichten muss, sondern 2 Dämpfer links und rechts. Das hier ist der 2 Liter TDI-Motor SCR, der hat noch einen speziellen Katalysator, der die Abgase besonders reinmachen soll. Und so hört er sich an. Man hört natürlich schon, dass es ein Diesel ist. Er tackert so ein bisschen. Im Innenraum selbst merkt man das nicht so. Wir haben in diesem Fahrzeug auch das Akustikpaket verbaut. Das kostet 330 Euro rund Aufpreis. Und zu erkennen hier an den Scheiben. Ich versuche das mal so ein bisschen scharf zu stellen. Da sehen wir nämlich, das sind die 2 Scheiben und dazwischen ist auch noch eine Folie oder die sind zusammengeklebt und dadurch wird die Akustik verbessert oder soll verbessert werden. Das gab es ja früher auch schon mal. Aber er ist schon relativ leise im Innenraum. Das passt. Kurz zur Ausstattung. Es handelt sich hier um die Ausstattung Sol Schwarz. In Verbindung mit dem hellen Dach, was wir hier sehen, ist das aber durchaus ein angenehmes Klima, insbesondere mit den großen Fensterflächen vorne. Also es wirkt nicht so düster wie bei der E-Klasse AMG, die wir vor kurzem hatten. Ein Panoramadach haben wir jetzt hier nicht. Das würde 1.380 Euro Aufpreis kosten. Das verbessert natürlich das Interieur, also das Innenraumgefühl einfach nochmal ein Stück. Wobei das geht hier auch. Der Wagen verfügt hier auch über eine Anhängerkupplung inklusive Anhängerassistent Trailer Assist. Das kostet dann so komplett 1.200 Euro. Und wem das Display hier in der Mitte nicht reichen sollte, der kann auch noch für 1.185 Euro Aufpreis die 15 Zoll Discover Pro Max Variante wählen. Bei den hier verbauten Felgen handelt es sich um die Bologna-Felgen. Und die sind auch mit Ganzjahresreifen ausgestattet. Das ist natürlich alles Geschmackssache. Aufpreis für die Felgen 250 Euro. Bei der Farbe hier handelt es sich um Grenadil Schwarz. Aufpreis 855 Euro. Als wir das Fahrzeug übernommen haben, hatten wir da jetzt gerade bei der Autovermietung so ein bisschen drüber gesprochen, dass die Lacke ja heute so empfindlich sind. Das scheint auch hier der Fall zu sein. Also wenn der jetzt ein paar Mal durch die Waschanlage gegangen ist, dann sieht man das hier schon. Hier sehen wir noch die Matrix LED-Scheinwerfer. Da steht IQ Light drauf. Dann schauen wir uns jetzt mal den Innenraum an. Es geht nach vorne. Hier sehen wir schon die neuen Sitze und die Massageoption, Lendenwirbelstütze, Lehnverstellung. Hier kann man den Sitz höher machen, runter und da vorne die übliche Längsverstellung. Hier nochmal Höhe hinten.
kurz zum Thema Akustik und Lärmdämmung, wie sich die Türen anhören. Ja, das ist okay, hier gibt es kein Klappern, wirkt jetzt aber auch nicht super gedämmt. Nochmal im Vergleich hinten. Ja, also ich würde sagen, ist gedämmt. Das passt, die Vibrationen etc. werden aufgefangen. Es wirkt aber jetzt auch nicht so wie bei einer Mercedes S-Klasse, aber ist ja klar, ist ja eine andere Fahrzeugklasse, mehr Aufwand etc. Aber das hier ist schon gut. So, der Einstieg ist für mich hier soweit in Ordnung, wobei auch die Dachlinie bei diesen modernen Autos natürlich relativ niedrig ist. Also früher war irgendwann mal der Holm hier vorne. Und unterdessen ist er halt so flach gewandert, dass das fast hier eine Höhe ist. Also der Einstieg hier oben ist für große Menschen, ich sag mal, für mich ist das jetzt noch in Ordnung, aber wenn du jetzt 1,90 oder vielleicht 2 Meter bist, muss man hier so ein bisschen gucken. Man kann den Sitz noch einstellen. Also ich habe hier mehr als eine Faust breit, also eine Faust sollte man immer ja nach oben haben, nach Möglichkeit, wenn man sich mal überschlägt, dass man mit dem Kopf nicht dagegen kommt. Und das hier ist auf jeden Fall, wäre für mich gegeben, aber sonst wäre da oben auch noch so viel Platz. Und was mir noch aufgefallen ist im Vergleich zur E-Klasse, da hatten wir hier vorne so ein bisschen das Problem, ich mache mal zu, dass man gegen das Armaturenbrett gekommen ist. Mit den elektrischen Sitzen war das besser, weil man die nochmal so ein bisschen winkliger einstellen konnte. Aber hier hat man wirklich sehr viel Platz und man kann das Lenkrad gefühlt zumindest sehr weit rausziehen, was meiner Sitzposition entgegenkommt. Also hätte ich jetzt noch längere Arme, dann kann man das natürlich auch noch weiter reinmachen. Hätte ich jetzt aber noch mal längere Füße, dann müsste ich den Sitz halt noch mal ein bisschen umstellen. Was hier im Innenraum neu oder alt ist, also das Lenkrad sieht eigentlich so wie gewohnt aus, da gibt es kaum Änderungen. Wir haben jetzt hier diese Ambiente Insignien, die wir auch vom VW Arteon schon kennen. Wir haben natürlich höhenverstellbare Gurte, wir haben einen neuen Lichtschalter, das Display ist neu. Es gibt jetzt auch gar keinen Analogtacho, sondern nur noch diese Digital-Variante, die so ein bisschen moderner wirkt, aber im Vergleich zum Digital Cockpit Pro, was wir in der Vergangenheit ja auch schon mal hatten, sind das nun auch keine Welten. Die Funktionalität, ja, was hier noch auffällt, sind die großen Schalter, die jetzt hier neu sind. Das hier ist tatsächlich das Getriebe, was es beim Passat aktuell und wahrscheinlich auch langfristig nur noch mit Automatik geben wird. Da anders als bei Mercedes nicht hoch und runter, sondern man dreht dran. D und R kann man damit dann einstellen. Also es ist ein Drehschalter. Ich persönlich finde die Variante hoch und runter hat sich mir einfacher eingeprägt. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel vorwärts fahren will, mache ich einfach so blind. Und wenn ich rückwärts fahren will, dann mache ich beim Rangieren, mache ich dann schon mal den Hebel hoch und dann bin ich in R. Hier muss ich dann quasi kurz stoppen, innehalten und dann nach unten drehen. Das geht natürlich auch und daran gewöhnt man sich vermutlich auch. Auf der linken Seite haben wir einen ganz normalen Scheibenwischer. Der ist von der Größe so ein bisschen anders. Wir haben im Übrigen auch noch Zusatzvideos zum Cockpit, zum Navigationssystem. Da gehen wir ganz intensiv auf diese Funktion ein. Falls euch das interessiert, schaut euch die gerne an. Ja, Sitzposition, Massagefunktion. Auf beiden Seiten gut, bis auf die Sache, dass das hier auf der Beifahrerseite anscheinend nicht richtig im unteren Bereich unten links funktioniert. Das scheint defekt zu sein. Und wir haben hier eine alte Ansicht quasi, die Make-up-Spiegel, da ist jetzt auch nichts Besonderes. Die Lampen sehen so ein bisschen moderner aus. Sie haben noch so ein Quader da drin. Aber sonst hat sich hier nicht fundamental etwas geändert. Hier ist jetzt so ein Startknopf, da kann ich draufdrücken, dann wird die Zündung gestartet und dann haben wir hier die Massageübersichten. Hier gibt es einen Home-Button. Wenn ich jetzt hier doppelklicke, dann wird die Karte groß gemacht und ihr hört es vielleicht, wir haben jetzt hier eine Sprachverstärkung im Raum. Das heißt also, dass die eigene Stimme nochmal wiederholt wird. Hier haben wir nochmal diese Gesamtübersicht mit den verschiedenen Funktionen.
Hier haben wir Auto, das ist der Klimamodus, und hier haben wir die Klimaanlage selbst, also so ein kleines Menü. Da können wir verschiedene Sachen vorstellen. Neu in Anführungsstrichen übersichtlicher sind hier sanft, mittel und intensiv, was im Übrigen nur kurz zu sehen ist. Da muss man schnell klicken, weil sonst drückt man auf der Karte ein neues Ziel. Das ist so ein bisschen ungünstig. Wir haben dann hier unten Regler für die Temperatur und für die Lautstärke. Hier sehen wir das neue Cockpit. Das sind so die Hauptansichten, die es gibt, und dann kann man quasi noch hoch und runter und diese Sachen erweitert anzeigen lassen. Wenn man nach rechts macht, dann kann man links und rechts, so wie man das vom Digital Cockpit Pro oder ein Standard, weiß ich jetzt gerade gar nicht, auch machen kann, hier dann noch hoch und runter gehen und die Sachen konfigurieren. Auf der rechten Seite ist jetzt die Zielführung drin. In der Mitte haben wir jetzt Verbrauchswerte, aber wenn wir da hoch und runter machen, dann würden nochmal die Assistenten angezeigt werden und danach dann wieder die Karte. Hier in der Türinnenverkleidung finden wir zum einen unten den Schalter für den Kofferraum. Das meine ich war beim Vorgänger aber auch schon. Da oben in der Mitte haben wir Fensterheber und Kindersicherung und die neumodischen, in Anführungsstrichen, Türgriffe und darüber die Innenraumverriegelung. Das Fach in der Seite ist im Übrigen gedämmt, also da klappert auch nichts, auch nicht mit Glasflaschen. In der Mittelkonsole gibt es hier so zwei Becherhalter, Startknopf, Parken, dann USB-Halter, Aufladestation, das kann man hier auch zumachen und auch wieder aufmachen. Leider, wenn es hier oben so ein bisschen verschmutzt ist, muss man das natürlich auch mal sauber machen, aber das ist ja normal. Hier vorne drücken wir einmal, dann haben wir hier so ein Fach. Da gibt es auch dieses kleine Auflagefach, was, wenn man da reingreifen will, eigentlich nur stört. Ich weiß nicht, ob man das jetzt längerfristig behält. Dann haben wir hier noch das Handschuhfach. Jo, normale Größe, auch nichts Auffälliges oder Besonderes. Hier noch der Schalthebel aus der Nähe. Wie gesagt, nach oben drehen D, nach unten drehen R. Und hier auf der linken Seite sehen wir dann nochmal den Blinker, der jetzt so ein bisschen größer ist. Was an dem System hier ganz schön gelöst ist, ich drücke jetzt hier unten drauf, dann habe ich hier gleich das Menü. Und wenn ich hier auf die Sitzheizung drücke, dann habe ich auch einfach gleich Sitzheizung. Hätte man eigentlich auch schon vor Jahren machen können. Hier kann man noch die Temperatur einstellen. Heckscheibenheizung, Maximalbelüftung für beschlagene Scheiben vorne, und diese Kurzwahl-Dinger hier oben, die kann man im Übrigen auch konfigurieren. Da klickt man dann einfach drauf und dann kann man jetzt bestimmen, was dahin soll. Das sollte man natürlich möglichst logisch machen. Wir gehen jetzt nochmal auf diese Rasterebene, dann zum Fahrzeug. Eine Meldung. Türenfrontklappe geöffnet, alles klar, das ist ja unbedenklich. Hier kann man die Fahrdaten abrufen, sind jetzt heute Morgen 6,5. Man kann den um die 5 Liter fahren, sofern man nicht stundenlang im Stau steht oder viel beschleunigen muss. Fahrzeug, Komfortlicht. Hier hinten kann man diverse Animationen einstellen, Spiegel, Fahrlicht, Bremsen, Schließen, Öffnen, Scheibenwischer, Serviceposition. Das sind alles Sachen, die wir hier drüber aufrufen können, und über den Status kann man jetzt auch noch ein bisschen was über das Auto erfahren, wann der Ölwechsel und Inspektion fällig ist. IDA, die neue Sprachsteuerung, kann man im Übrigen auch noch weiter konfigurieren. Sprachassistent, Aktivierung, da könnten wir zum Beispiel auch ein eigenes Wort hinzufügen, zum Beispiel Hallo Utberg. Okay. Und jetzt hat er das quasi erkannt, und wenn ich ihn jetzt so anspreche, dann würde er damit arbeiten. Hallo Utberg, mach die Klimaanlage an. Gern. Hallo Utberg, schalte die Klimaanlage aus. Alles klar. Hallo Utberg, navigiere zum Bundestag Berlin. Sorry, das kann ich noch nicht.
Hallo Utberg, navigiere nach Berlin. Brandenburger Tor. Na, da Hier Brandenburger Tor. Assistent wird pausiert. Hallo Utberg, navigiere nach Berlin. Brandenburger Tor. Oh, das muss ich erst noch lernen. Also wir sehen, Ida ist zwar neu und hat auch einen interessanten Ansatz, ist aber nicht vollumfänglich verfügbar. Ich kann das ja nochmal vereinfachen. Hier ist eine Übersicht der Funktionen, die du per Sprache bedienen kannst. Wähle eine aus, indem du die Zeile oder den Namen der Funktion nennst. 1. Zeile 1. Versuch's doch mal mit. Fahr mich zum Olympischen Platz 3 in Berlin. Ich suche Parkplätze in der Nähe oder ich will nach Hause fahren. Fahre mich zum Brandenburger Tor. Suche Bank in der Nähe. Bitte wähle ein Sonderziel aus der Liste aus. Ja, Abbruch. Gut, wir sehen, das ist Ida, die neue moderne Sprachsystemsteuerung für den VW Passat. Das fand ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so überzeugend. Aber die herkömmliche Navigation funktioniert schon. Ich habe hier einfach mal Travemünde eingegeben. Da werden jetzt hier verschiedene Routenvorschläge gemacht. Also das funktioniert alles. Man kann jetzt hier auch so hin und her switchen und dann sich zusätzlich Kilometer und Zeit anzeigen lassen. Und wenn man startet, dann geht das jetzt auch relativ zügig. Aber das hat ja nun in der Vergangenheit auch nicht Ewigkeiten gedauert. Der Innenraum ist also schon funktional und die Sprachsteuerung, ja, vielleicht entwickelt die sich ja noch. Und jetzt geht es nach hinten. Der Einstieg hier hinten ist sehr gut und die 14 cm, die ungefähr in der Länge hinzugekommen sind, die scheinen ja auch hinten angekommen zu sein. Wir haben hier, sehe ich gerade, auch diese Taschen, die wir auch schon vom VW Golf kennen, nur dass sie jetzt hier so ein bisschen hochwertiger sind und aus Kunstleder. Die Kopfstützen kann man jetzt so ähnlich wie in der E-Klasse verstellen, also nicht nur hoch und runter, sondern man kann sie auch noch hin und her schieben. Damit sind sie dann mehr im Nacken und das hat natürlich den Vorteil, dass der Kopf im Falle eines Unfalls nicht so viel hin und her schwingt. Hier oben ist noch eine Beleuchtung, hier haben wir einen Griff, ein Häkchen zum Aufhängen. Wir haben hier in dieser Variante auch ein Sonnenrollo, das kann ich hier oben einhaken und dann werde ich da nicht so geblendet. Weiterhin gibt es hier in der Mitte eine Armlehne, die gleichzeitig eine Durchreichenfunktion hat. Also ich kann jetzt dran ziehen und dann kann man hier längere Dinge durchladen, während da noch hier jemand sitzt. Hier haben wir eine weitere Funktion, das kann ich aufklappen. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel ein kleines Tablet hinlegen, auf dem man hier hinten dann vielleicht irgendwas gucken kann. Man kann das auch so ein bisschen hin und her entriegeln, also ein bisschen flacher machen. Und hier hat man eine Möglichkeit für Getränke. Hier finden wir die Klimaanlage, die kann man jetzt hier regulieren, sofern sie nicht von hinten gesperrt ist. Da gibt es eine Funktion für und 2 USB-Anschlüsse. Also technisch gesehen ist das hier so mit Tablet-Halter und USB-Anschlüssen sowie Sonnenrollos eigentlich ein schönes Reiseauto, insbesondere weil wir hier ja auch richtig Platz haben. Hier kann man vernünftig sitzen, das ist sehr angenehm. In der Türinnenverkleidung haben wir, wie es sich für einen Reisewagen gehört, ein gedämmtes Fach und da passt auch hier eine etwas größere Flasche rein, das ist schon toll. Hier nochmal das Sonnenrollo aus der Nähe, einfach aushaken, runter machen, das war's. Hier sehen wir nochmal die Beleuchtung und wir können die Bank hinten natürlich auch in diversen Einheiten umlegen. Hier sehen wir nun den Schlüssel, der sieht im Wesentlichen
wie beim Golf aus, und wenn man jetzt hier drauf drückt, dann kann man auch per Fernbedienung den Kofferraum öffnen. Dann piept es auch. Man kann ihn darüber auch wieder verschließen. Passat-Variante, da ist ja klar, dass das jetzt nun nicht ein Auto ist, wo kein Platz ist. Wenn wir die Heckklappe manuell öffnen, also von hier elektronisch, dann piept er auch nicht, dann ist es ein bisschen leiser, falls einen das stört. Hier links haben wir ein Häkchen, da kann man was einhaken. Hier haben wir die Hebel, damit wir die Rückbänke links und rechts umlegen können. Also linke Seite oder rechte Hälfte. Hier finde ich nochmal den Haken für die Anhängerkupplung, das zeige ich gleich nochmal. Den Ladeboden kann ich auch hochheben und dann hier mit dem Häkchen, ja, wir haben ihn nicht nur in der S-Klasse, wir haben jetzt auch ein Häkchen im VW Passat hier oben einmal arretieren. Das ist so ein Gummiband, da wird das hier dann gehalten. Hier oben sehen wir jetzt schon 2 Beleuchtungseinheiten, da unten sehen wir eine dritte und wenn wir die Seite einmal wechseln, versetzt, sehen wir da sogar eine 4. Also das ist hier schon sehr gut ausgeleuchtet. Hier nochmal der Boden, wenn wir den hochklappen. Hier sehen wir das Tire Fit, wobei das Auto hat ja eigentlich Air-Stop-Reifen. Da braucht man das gar nicht, weil die automatisch die Luft halten. Das Heckrollo fährt im Übrigen jetzt auch elektronisch zu. Ich mache mal zu und dann sehen wir das. Das fährt jetzt vor und verschließt jetzt. Herzlich willkommen zum Fahreindruck im VW B9. Ja, das Auto liegt soweit ganz normal auf der Straße, so wie man es von den meisten Autos kennt. Die Akustik ist gut, die Lärmdämmung, ja wie gesagt auf der Autobahn, wenn man so schneller unterwegs ist, dann ist der schon lauter im Vergleich zu der E-Klasse. Aber grundsätzlich ist er jetzt nicht schlecht gedämmt. Ich hatte den Travel Assist bereits hier aktiviert. Da gibt es hier verschiedene Modi und er beschleunigt jetzt auf 100 km/h, weil wir die 70er-Zone da hinten gerade verlassen haben. Das ist natürlich auch ein tolles System. Ich mache jetzt nichts außer lenken. Da vorne hat er jetzt schon die Ortschaft erkannt und nimmt deswegen Gas weg, beziehungsweise bremst auch noch ein bisschen, so dass wir jetzt Ortsschild auch auf 50 sind. Das ist eine ganz feine Sache. So kann man sehr entspannt nicht nur über Land, sondern auch im Stau reisen. Das ist eine schöne Sache. Jetzt kommen gleich nochmal 2 kurvige Straßen, bei dem ich euch das Kreuzung voraus, sagt er mir jetzt schon mal an. Und das bedeutet also, dass ich die Hände ans Lenkrad nehmen soll, hat er mir gerade nochmal gesagt. Das sagt er mir häufiger. Aber jetzt reduziert er auch die Geschwindigkeit auf 40 km/h. Sogar auf 30. Ich bremse jetzt trotzdem noch mal ein bisschen, damit wir das dann auch hier mit drin haben. Wir fahren jetzt hier weiter. Ich drücke Restore, also RES auf dem linken Schalter und er fährt jetzt hier auch wieder ganz normal an. 50 hat er erkannt, das hat er auch gesetzt. Und da vorne endet jetzt gleich die Ortschaft, was so ein bisschen anstrengend ist, wenn ich so auf der Autobahn fahre und so wie jetzt ganz normal lenke. Jetzt ist das Ort vorbei, 100 erkannt, er beschleunigt, hat 100 gesetzt. Da vorne kommt allerdings eine scharfe Kurve. Das Kartenmaterial sagt 55 Stundenkilometer für die Kurve voraus. Das heißt, er bremst jetzt etwas kräftiger ein, hat jetzt das gesetzt. Mal gucken, da vorne kommt noch eine Kurve. Wir haben hier so eine kleine Teststrecke und 55 voraus. Und auch hier würde er jetzt einbremsen. Ich fahre jetzt noch mal rechts raus. Was auf der Autobahn manchmal ist, wenn man so länger konstant fährt, sagt er immer Hände ans Lenkrad. Obgleich man sie eigentlich am Lenkrad hat, das ist so ein bisschen nervig, weil man dann natürlich immer wieder so ein bisschen hin und her lenken muss. Insgesamt ist das aber ein Komfortgewinn. Wenn man das jetzt nicht, wenn er das besser spüren würde, dass die Hand aber schon am Lenkrad ist, dann wäre der Komfortgewinn aber noch höher. Nun fahren wir über ein kleines Stück Kopfsteinpflaster. Ja. Jo, ich
würde sagen, hier klappert vor allen Dingen das Kameragestell, aber ansonsten ist das ein sehr guter Wert. Autobahn. Ja, also ab 120 Stundenkilometer ungefähr, da beginnen die Windgeräusche. Das ist jetzt aber nicht sonderlich auffällig oder stark, sondern überschaubar. Aber auch hier bis 170, das ist relativ unproblematisch, also das ist ein angenehmes Reisegefühl. Die sind auch nur ganz dezent im Hintergrund zu hören, die sind jetzt nicht aufdringlich schlimm. Wir haben jetzt auch den Travel Assist aktiviert, er ist auf 130 gesprungen, weil es hier keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, das ist dann der Wert, den er nimmt. Und damit kann man jetzt auch hier dem Verkehr ganz normal folgen. Das ist eine relativ entspannte Sache. Herzlich willkommen zur Nachtfahrt. Ja, wir betreten jetzt unsere übliche Teststrecke, mit der ihr dann auch die unterschiedlichen Videos vergleichen könnt. Wir verlassen jetzt die Ortschaft und er leuchtet hier auch wunderbar jetzt auf. Eine weite und breite Ausleuchtung, mit der kann man sehr zufrieden sein. Beim Gegenverkehr hat er jetzt auch nicht abgeblendet, interessanterweise. Es ist natürlich klar, dass der Fernlichtassistent jetzt gar nicht ausgeht, weil er ja Matrix-LED-Licht hat. Das heißt, er fährt immer mit maximal Licht außerhalb der Ortschaft und dann blendet er quasi die Objekte, die einem entgegenkommen, aus. Wir haben das gestern noch mal auf der Autobahn getestet. Also er leuchtet wunderbar rechts den Standstreifen und die Verkehrsschilder aus und an. Und auch bei Fahrzeugen kann man manchmal sehr deutlich erkennen, dass die so ausgenommen, also so rausgerechnet werden. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Man muss sich da so ein bisschen dran gewöhnen, um der Sache zu trauen. Bei der S-Klasse war das ja so, dass tatsächlich er ganz präzise rausgerechnet hat und man lediglich im Fahrzeugschatten der entgegenkommenden Fahrzeuge erkennen konnte, dass das so arbeitet. Hier ist das so ein bisschen grobmotorischer, aber nicht weniger effizient. Also da wird schon eine ganze Menge Licht generiert. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, ist das eine tolle Sache. Jetzt blinke ich nochmal, also jetzt biege ich hier nochmal ab. Ups. Und dann können wir sehen, wenn ich nach rechts lenke und nach links, also da wird richtig schön ausgeleuchtet. Jetzt setze ich nochmal zurück und zeige euch einmal die Rückfahrkamera bei Nacht. Also ihr seht, das ist so ein bisschen rötlich, vermutlich ist da so ein Infrarotlicht mit drin. Und es ist ja auch nicht tiefe schwarze Nacht. Also bei der E-Klasse war das jetzt zum Beispiel noch besser. Aber es reicht, um die Sachen zu erkennen und ja, das passt. Es gibt ja eine weitere Einstellung, das ist so ein anderer Winkel, den kann man dann auch nochmal dazu nehmen, wenn man das denn möchte, um das einmal im Vergleich zu haben. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie er die Ecken so ausleuchtet auf dieser kleinen, sehr engen und winkligen Straße. Also das wäre mit Fernlicht, um das schon mal gezeigt zu haben. Und wir nähern uns jetzt der Ecke. Und ihr seht, das geht schon relativ weit da um die Ecke. Das ist sehr gut ausgeleuchtet. Wir gehen jetzt auf den Passat zu, dann wird er sich öffnen. Jetzt sehen wir, dass die Türgriffe und der Innenraum beleuchtet werden und wir sehen hier unten jetzt das VW-Zeichen, die Silhouette von vorne. Jetzt hat er sich wieder verschlossen, weil wir weggegangen sind. Jetzt gehen wir einmal nach hinten, nochmal näher ran, damit es wieder aufgeht. Das ist jetzt so eingestellt, dass man das quasi, dass das an und ausgeht. Hier
Nochmal die Rückleuchten im Detail. Hier sehen wir die Türgriffe, die Beleuchtung unten. Jetzt schauen wir einmal nach hinten. Hier sehen wir zum einen, dass es sehr gut ausgeleuchtet ist. Auch vorne. Oh, jetzt sehen wir einmal das ambiente Licht mit diesen Dekormustern im Armaturenbrett und auch seitlich, darunter die Konturlinien. Hier das große Display. Das ist hier alles sehr schön scharf und deutlich beleuchtet. Auch hier unten der Lichtschalter, das Display. Auch das Fond, hier ist zwar nicht viel Licht, aber das, was zu sehen ist, macht ja einen behaglichen Eindruck. Hier in der Mitte haben wir dann nochmal die Einstellschalter für die Klimaanlage. Und hier sehen wir nochmal vorne, auch unten rechts jetzt zu sehen, das ist die Linie an der Mittelkonsole. Das ist alles ganz schön ausgeleuchtet. Nun werfen wir nochmal einen Blick in den Kofferraum. Und hier sehen wir jetzt oben gleich Neuerungen, die ich meine, die es vorher wohl noch nicht gab. Links und rechts kleine Strahler. Im Innenraum selbst haben wir auf der rechten Seite hier hinten eine Leuchte. Und auf der linken Seite haben wir auch einen Strahler. Also das ist zum einen nicht nur optimal versetzt, in Kombination mit der Beleuchtung von oben ist das eine wirklich schöne Kombination. Und das ist eine Ausleuchtung, die passt. Jetzt sehen wir die Silhouette, die Animation hinten vom Programm 1. Jetzt haben wir umgestellt auf Animation 2. Jetzt öffnen wir wieder. Ja, jetzt sehen wir, der läuft so einmal durch und vorher hat er sie einzeln angesteuert. Jetzt haben wir auf Animation 3 gestellt. Verschließen. Öffnen. Ja, jetzt hat er ein bisschen mehr Programm, aber so großartig unterscheiden sich die Programme auch nicht. Aber ihr habt es jetzt zumindest einmal gesehen. Jetzt zeige ich euch auch nochmal die ambiente Licht, also das sind die Farben, die man jetzt hier erkennen kann. Eternity, Infinity, Desire, Euphoria, Vitality und dann kann man das auch noch automatisch machen, also dann passt es sich den Fahrsituationen an oder was auch immer. Und individual, da kann man dann natürlich auch nochmal weiter reingehen. Hier bestimmt man die Helligkeit, hier gibt man Individual und hier kann man dann einen Haufen von Farbkombinationen festlegen und das hier dann ganz kreativ gestalten, wenn man das denn möchte. Hier sehen wir auch noch mal die Rückfahrkamera. Die ist nicht so gut wie bei der E-Klasse, weil sie nicht ganz so hochauflösend und scharf ist. Zumindest ist das mein Empfinden. Und in der Dunkelheit ist sie auch einen kleinen Tick schlechter, aber insgesamt ist das ein gutes Bild und die meisten Leute sind da auch völlig begeistert. Dann habe ich mir noch mal einen Beifahrer gesucht, der hinten rechts mal Platz genommen hat. Ein Mensch, der fast 2 Meter groß ist und ja, der kann dort sitzen. Das ist eine tolle Sache, ich bin begeistert. Fazit zum VW Passat 2.0 TDI SCR mit 110 kW bzw. 150 PS und 360 Newtonmeter. Was hat uns an dem Auto richtig gut gefallen? Der Benzinverbrauch, die Lärmdämmung, die Funktionalität ist auch gut. IDA ist ja gut. Eine Sprachsteuerung, die jetzt moderner ist, die jetzt mehr Funktionen übernimmt. Also ich kenne jetzt die Klimaanlage, ausmachen, anschalten, 1 Grad hoch, 1 Grad runter und theoretisch kann ich auch ein Navigationsziel
lesen, einsagen, einsprechen. Aber ihr habt ja gesehen, wie gut das in unserem Beispiel gerade geklappt hat. Also das, finde ich, ist jetzt noch ausbaufähig und ganz wesentlich, die emotionale Komponente von IDA fehlt. Also während wir bei M-Books in der E-Klasse haben wir ein System, das nimmt einen mit. Da sagt sie ja, gern geschehen, es war mir eine Freude oder ich schau mal, wie lange wir brauchen, bis wir am Ziel sind. Also, da hat man einfach so den Eindruck, da hat man einen Assistenten, das ist eine Reisebegleitung, die da mit im Auto ist. Und das ist ein emotionaler Aspekt, der auch sehr wichtig und gut für die Kundenbindung zukünftig sein wird. Und da ist die E-Klasse wirklich sehr, sehr weit vorne. Und hier haben wir einen Sprachassistenten, der gut funktioniert, der vorhanden ist. IDA hat man halt gesagt, man braucht auch sowas, man will sowas machen. Ja, und damit kann man jetzt auch ein paar Funktionen steuern. Aber ich persönlich bin ganz froh, dass man das manuell eingeben kann, die Sachen. Und das funktioniert ja auch alles relativ zügig und unkompliziert ist und ist funktional mit den Tasten, dass auch gleich die Sitzheizung angeht und dass man nicht nochmal über einen Umweg dahin muss. Also das war ja alles Blödsinn früher. Also Lärmdämmung, Verbrauch. Die IQ Travel Assist, also der stoppt im Stau, der fährt im Stau wieder an. Wenn man länger steht, dann muss man da einmal aufs Lenker drücken oder den Gashebel drücken. Das ist alles gut. Der hat ein schönes Display, das Digitaltacho, auch das ist gut. Das Raumangebot ist auch für größere Menschen, denke ich, gut geeignet, auch wenn der vorne relativ flach ist, aufgrund des geringen CW-Wertes von 0,25. Ja, also das sind ganz viele Punkte, wenn ihr euch damit oder wenn ihr euch die Frage stellt, ich will mir ein Familienkombi kaufen, soll ich mir den VW Passat anschauen? Dann lautet die Antwort eindeutig ja. Wenn ich den Passat jetzt mit der E-Klasse vergleiche und ich sehe, dass dieser Passat, so wie er hier steht, Listenpreis rund 56.000 € kostet, dann würde ich tatsächlich überlegen, ob ich noch mal ein bisschen mehr Geld ausgebe und mir dann eine E-Klasse hole. Da sollte man natürlich nicht vergessen, dass bei der E-Klasse die Versicherungsstufen natürlich ein ganzes Stück höher sind. Also das ist schon deutlich mehr als beim Passat. Aber wenn man auch damit leben kann, sollte man sich das durchaus überlegen. Wenn man jetzt nicht auf den Listenpreis schielt und sagt, man bestellt den jetzt so ohne Rabatt beim Händler, es soll ja solche Fälle geben, dann könnte man natürlich auch noch mal bei den EU-Wagen gucken. Da würde jetzt so ein Auto angeblich mit 4 Monaten Vorlaufzeit als EU-Wagen rund 37.000 € kosten. Und also als Standard-Einstiegsfahrzeug irgendwie 35, paar zerquetschte, soll es auch Fahrzeuge geben. Ob man die dann tatsächlich für den Preis bekommt, das weiß ich nicht, haben wir noch nicht ausprobiert. Vielleicht auch ein interessantes Thema mal für ein Video. Aber Fakt ist, wenn ich den jetzt für 35.000 bis 40.000 bekommen würde, dann würde ich sagen, ist das ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für dieses Auto. Jetzt hatten wir diese Sache mit der Massage, dass der Beifahrersitz die Lendenwirbel unten links nicht massiert, obwohl er es eigentlich machen müsste und es auf dem Fahrersitz auch funktioniert. Dann kann man jetzt natürlich wieder eine Diskussion über die Qualität bei VW führen. Ja, also eigentlich wäre es schön, wenn VW einfach nochmal längere Garantiezeiten anbietet. Das wäre wahrscheinlich für den einen oder für die eine oder andere Kaufentscheidung sicherlich hilfreich. Ansonsten hat es der Passat sehr gut gefallen. Ich hoffe, wir haben den Passat jetzt so weit vorgestellt, dass ihr euch ein Bild machen könnt. Ich hatte vorhin noch einen Punkt und das war nämlich das Matrix LED-Licht. Also ich hatte ja
Diese Fahrsituation, wo ich dann links abgebogen bin und vorher ein Auto uns entgegenkam und der hat den Fernlichtassistenten nicht ausgestellt, was natürlich auch richtig ist, weil das Matrix-LED-Licht ja nicht abblendet in dem Sinne, sondern den Verkehrsteilnehmer, der entgegenkommt, einfach rausrechnet. Das heißt also, außerhalb der Ortschaft fahrt ihr quasi immer mit Fernlicht oder alles andere wird dann rausgerechnet. Und der hat auch wirklich eine gute Ausleuchtung. Also das Auto ist rundum schon gut. Ob man jetzt nun im Wesentlichen, ich persönlich würde es wahrscheinlich nach dem Preis entscheiden. Wenn der Preis stimmt, würde ich wahrscheinlich den nehmen. Wenn er wenn wir 5.000 € zwischen so einer E-Klasse und dem Kombi liegen würden, dann würde ich mir die E-Klasse auch nochmal anschauen. Wenn ich besonders groß wäre, würde ich mir vielleicht eher den Passat nochmal intensiv anschauen oder beide nochmal Probe sitzen, ob man da reinkommt. Ich hoffe, das hat euch jetzt so ein bisschen Hintergrundinformationen geliefert. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und möchtest du dich für dieses Video bedanken, dann werde Abonnent und dann hoffe ich, wir sehen uns bald wieder. In diesem Sinne, mach's gut, auf bald. Tschüss.